Seit 6 Monaten nähe ich nun mit den Schnitten von Lutherloh und heute ziehe ich mein Fazit. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Nähen. Ich habe eigentlich immer Kleidung ohne Schnittmuster genäht, aber vor 6 Monaten habe ich auch Lutherloh für mich entdeckt. Da ich in den letzten 6 Monaten einige größere und kleinere Projekte mit Lutherloh genäht habe, möchte ich heute mein Fazit zum System ziehen und mit euch die Pros und Kontras besprechen. Bevor wir loslegen, ist mir noch wichtig zu sagen, dieses Video ist nicht gesponsert, ihr bekommt hier meine ungefilterte, ehrliche Meinung. Ich würde sagen, wir starten mit ein paar Fakten und einer kurzen Übersicht zum System. Wer das System schon gut kennt, der kann in den Timestamps auch direkt zu Pro und Contra springen. Woher kommt eigentlich das Lutherloh-System? Das gibt es schon richtig lange. Das wurde 1935 von der Maria Lutherloh entwickelt und basiert auf dem goldenen Schnitt. Der goldene Schnitt ist eine mathematische Formel und besagt, dass einige Längen im Körper in Relation zueinander stehen. So ist zum Beispiel die Spannweite, wenn du deine Arme ausstreckst, von Fingerspitze zu Fingerspitze genauso lang wie deine Körpergröße. Und darauf basieren die ganzen Schnitte von Lutherloh, die man mit dem Brust- und dem Hüftmaß auf die eigene Größe überträgt. Okay, so viel zur Theorie. Jetzt schauen wir uns das Schnittsystem an sich mal genauer an. Das System kommt in diesem Ordner und enthält eine Anleitung, eine Zeichenerklärung und natürlich die Schnitte. Außerdem bekommt man dazu dieses Maßband. Das ist aber kein gewöhnliches Maßband, sondern hat hier eine Skala am Ende, wo ich mein Brust- und mein Hüftmaß dann auch einstellen kann. Außerdem gibt es noch ein bisschen Tesa, aber da könnte man auch drauf verzichten. Tesa hat man eh immer daheim. 2 solche kleinen Pins zum Einstecken in das Schnittmuster und dieses Kurvenlineal aus Pappe. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig gut, aber man kann das System auch mit diesen beiden Kunststofflinealen kaufen. Das System gibt es für die Größen S bis L und XL bis XXL. In den Größen S bis L sind 280, in den Größen XL bis XXL sind 64 Schnitte enthalten. Zu den enthaltenen Schnitten kann man jeweils Ergänzungshefte kaufen. In den Ergänzungsheften sind etwa immer 40 Schnitte drin. Bei den Heften, die 4-mal im Jahr erscheinen, die regulären Ergänzungshefte, sind es immer genau 40 Schnitte. Bei den Zusatzheften kann es auch mal variieren und etwas weniger sein. In allen Ergänzungsheften sind auch immer ein paar Schnitte für Männer und für Kinder dabei. Es gibt aber auch Modeergänzungshefte, die sich dann nur auf Schnitte für Männer, für Kinder, für XS, Vintage oder Plus Size konzentrieren. Wichtig ist zu wissen, dass die Systeme nicht untereinander kompatibel sind. Das bedeutet, das XL-Werk ist nicht abwärtskompatibel und das Standardwerk S bis L ist nicht aufwärtskompatibel. Wenn du dir jetzt unsicher bist, welches das richtige System für dich ist, kann man online auf die Systeme klicken und dort sind auch die Maße angegeben, nach denen man sich richten soll. Das heißt, man geht also nicht nach der Kleiderkaufgröße. Das heißt, die 38, die ich in der Regel bei Klamotten im Geschäft trage, ist nicht relevant, sondern meine Maße sind relevant. Also ausmessen, gucken, für welche Maße das System gedacht ist und dann würde man das Richtige finden. Und bevor wir jetzt loslegen und uns das Heft im Detail anschauen, ein kleiner Tipp noch, aber der ist wichtig: Wenn ihr das System bekommt, weil ihr euch das geholt habt, schmeißt den Stift weg. Der schreibt zwar richtig gut, aber der macht auch die Finger einfach komplett blau, deswegen wegwerfen, Kugelschreiber oder Edding benutzen. Und jetzt schauen wir uns mal die Schnitte an. Wenn man das System jetzt öffnet, dann bekommt man als erstes eine kurze Anleitung und kann hier nochmal genau gucken, wie man ausmisst und wie man das Ganze benutzt. Auch immer mit Bildern illustriert. Auch wie man das Ganze dann überträgt. Außerdem gibt es auch ein paar kurze Anleitungen zu Nähtechniken. Da ist
einiges drin, vom Knopf annähen bis Knopfloch oder Ösenlöcher, also relativ viel. Das ist schon ziemlich umfangreich, aber es ist trotzdem immer nur eine Kurzanleitung. Ich habe hier inzwischen einen zweiten Ordner, weil ich inzwischen zu viele Ergänzungshefte habe und die gar nicht mehr alle hier reinpassen. Dann schauen wir uns mal an, welche Schnitte ich bereits genäht habe. Ich habe im letzten halben Jahr diese Schnitte genäht. In meinem ersten Video, ich verlinke euch das auch alles, auch unter dem Video die komplette Playlist, habe ich diese Bluse und diese Jacke genäht. Ich hatte vorher genau einmal eine Jacke genäht und das ist gleich hervorragend geworden. Und dann habe ich mich hier so ein bisschen durchgearbeitet durch verschiedene Blusen. Ich habe meinem Mann eine Sporthose genäht und mir ein Sommerkleid. Da habe ich mich ziemlich dumm angestellt. Da gibt es ein Video dazu, da könnt ihr euch das anschauen. Ich habe diesen Jumpsuit genäht, dreimal, damit er einmal richtig perfekt ist. Für meinen Mann ein Hemd, für mich eine Bluse und zuletzt dieses Kleid. Und das ist mein absolutes Traumkleid. Ich habe sogar fast in denselben Farben genäht. Der Aufbau ist jetzt folgender. Wir haben vorne eine Schnittzeichnung. Das hier ist praktisch derselbe Schnitt mit einer Abwandlung. Ich habe hier lange Ärmel und es wird hier nicht mit Kontrastfarben gearbeitet und es gibt keinen Kragen. Hier sind immer dann die einzelnen Schnittteile angegeben. In diesem Fall sind das einfach nur Kleider. Was das VV bedeutet, das ist auch meiner Meinung nach die wichtigste Seite, findet man in der Zeichenerklärung. Wir nehmen uns die mal raus. Und hier kann ich immer nachschlagen, welches ist das Teil, das ich nähen möchte. Hier ist es ein Kleid. Hier ist es auch relativ einfach. Bei Modezeichnungen, wo mehr drauf ist es dann vielleicht schon interessanter. Hier habe ich das Shirt und Z wäre dann die Hose. Und so kann ich mir den Schnitt raussuchen, den ich machen möchte. Dann ist weiter vorne angegeben die Nummer des Schnitts und ein Stoffverbrauch. Der Stoffverbrauch richtet sich nach einem Brustmaß von 94 cm und einem Hüftmaß von 100 cm. Wenn man etwas mehr oder weniger Umfang hat, kann man das anpassen. Ich runde es ehrlicherweise einfach auf. So hat man auch mal was, wenn man sich beim Kragen zum Beispiel verschneidet oder ich habe in meinem Fall Taschenbeutel eingenäht und noch einen Gürtel und dann hat man auch genug Stoff dafür. Dann habe ich hier ein Zeichen, das mir angibt, dass dieser Stoffverbrauch für die Kontrastfarbe gedacht ist. Außerdem gibt es zum Beispiel dieses Zeichen, das mir angibt, dass das aus dehnbarem Stoff gemacht werden soll und nicht aus Webware. Dann gibt es solche Zeichen, die angeben, dass der Schnitt auch gut für eine etwas fülligere Figur passt. Wenn der innen weiß ist, dann wäre es für eine besonders schlanke Figur auch geeignet. Ich habe den schon genäht und ich trage den einfach hier mit einem Gürtel, diese Bluse, und dann sieht das auch super aus. So, wenn ich mir jetzt meinen Schnitt ausgesucht habe, dann habe ich hier die Schnittteile. Ich kopiere mir das zum Übertragen immer, weil dann kann ich die einzelnen Schnittteile ausschneiden. Man kann aber natürlich auch das benutzen, so wie es ist. Auf diesen Schnittteilen habe ich jetzt sehr viele Informationen. Wir machen das mal an diesem Beispiel. Das Wichtigste ist schon mal dieses X. Dort stecke ich diesen Pin ein, der dabei ist, und kann diese Maße übertragen. Außerdem habe ich hier angegeben, wenn ich zum Beispiel einen Beleg brauche und wie viel Zentimeter runter ich den einzeichnen muss, wo ein Reißverschluss eingesetzt wird oder auch wo gekräuselt wird oder andere Informationen. Um das jetzt zu übertragen, nehme ich mein Maßband und stecke für alles oberhalb der Hüfte mein Brustmaß und alles unterhalb der Hüfte mein Hüftmaß ein. Hier würde ich komplett das Brustmaß nehmen, natürlich dann auch für den Kragen und die Ärmel, denn die sind ja oberhalb meiner Hüfte. Und da das hier angesetzt wird, ist das ebenfalls das Brustmaß und hier könnte ich das Hüftmaß nehmen. Ich habe es mit dem Brustmaß gemacht, weil es nur noch um die Weite geht. Bei einer Hose macht das natürlich dann einen Unterschied. Da muss für alles unterhalb der Taille das Hüftmaß benutzt werden. Dann suche ich mir mein Brustmaß raus, sagen wir mal sind 88. Da stecke ich diesen Pin rein und der kommt dann in das X. Und dann lege ich mein Maßband an diese Linie an und auf dieser Linie steht eine Zahl. Lege das auf mein Schnittpapier und mache mir einen Punkt. Und wenn ich alle Punkte eingezeichnet habe, dann kann ich die verbinden. Und so komme ich zu meinem fertigen Schnittteil. Ich muss dann noch Nahtzugaben dazugeben und dann kann ich das ausschneiden und auf Stoff übertragen. Außerdem habe ich hier Buchstaben. Diese Buchstaben zeigen einmal an, was zusammengehört.
Also ich habe hier das vordere Teil, der vordere Mitte, das zeigt an, dass es im Bruch liegt, und habe hier ein Seitenteil und dort habe ich zwei A's. Das sagt mir, dass diese beiden Teile hier aneinander genäht werden müssen. Hier habe ich B's und auch das zeigt mir, dass die hinteren Teile hier die teilungsnah zusammengenäht wird. Aber es zeigt auch die Reihenfolge an. A zuerst, dann B und dann wird das Ganze aneinander genäht. Es gibt natürlich auch Tücken. Hier ist zum Beispiel das vordere Teil des Ärmels nicht eingezeichnet gewesen. Das habe ich mir dann aus diesem Schnittteil erschlossen. Aber es ist eigentlich alles eingezeichnet, belegt, dass hier der farblich abgesetzte Rand am Rock 8 cm hoch geht. Und so sind diese Schnittmuster alle aufgebaut. Außerdem findet sich auch meine Zahl, die sich vorne auf dem Schnittmuster befindet, natürlich hier wieder. Und das ist der Ärmel für die 228, denn das ist ja mit den kurzen Ärmeln. Entsprechend ist die 229 mit den langen Ärmeln. Hier steht keine Nummer, denn das ist für beide Teile. Hier steht wieder die 228, weil ja nur dieser Schnitt einen Kragen hat. Bei dem braucht man dieses Schnittteil also nicht. Und beim Rockteil ist auch erstmal wieder keine Nummer an sich, weil ich brauche das Rockteil natürlich für beide Schnitte. Nur dieser farblich abgesetzte Rand ist hier mit der 228 bezeichnet, dass ich hier diese 8 cm brauche, weil ja hier mein Rock abgesetzt ist. Und das ist jetzt erstmal ein grober Überblick, wie die Schnittmuster aufgebaut sind. So, das war eine wirklich kurze, schnelle Übersicht über den grundlegenden Aufbau und die Funktionsweise. Und jetzt kommen wir zu dem, was wahrscheinlich die meisten eher interessiert, nämlich die Pros und Kontras, zumindest aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist ein ganz großes Pro beim Lutherlos-System, dass man so wahnsinnig viele Schnitte bekommt. Ich habe mich in Vorbereitung auf dieses Video mal durch die Schnittmuster verschiedener Online-Anbieter geklickt und habe da Schnittmuster von 3 Euro bis 25 Euro gesehen und dazwischen war alles dabei. Also habe ich mir als erstes mal den Spaß gemacht und habe das Ganze mal ausgerechnet. Ich habe zur Berechnung ein paar Annahmen getroffen. Im Standardsystem sind ja 280 Schnitte enthalten und ich bin davon ausgegangen, dass ich mir 1/4 dieser Schnitte tatsächlich nähe. Das wären dann 70 Schnitte. Weiter habe ich angenommen, dass ein Schnittmuster im Schnitt so etwa 7 Euro kostet. Das bedeutet, wenn ich denselben Umfang an Schnitten kaufen wollen würde, einzeln, müsste ich 70 Schnitte mal diese angenommenen 7 Euro, was ein guter Mittelwert ist, glaube ich, denn ich habe vieles gesehen, was viel teurer ist. Wenn man sich da mal sehr teure Schnitte und sehr günstige holt, glaube ich, ist 7 Euro ein ganz fairer Wert. Also habe ich die 70 mal 7 Euro genommen und da komme ich bei 490 Euro raus. Für das Lutherlos-System bezahle ich 150 Euro und wenn ich diese Kunststofflineale dazu haben möchte, bezahle ich 160 Euro. Und das ist ziemlich genau ein Drittel dessen, was ich für die einzelnen Schnitte bezahlen würde. Das bedeutet also, um einen finanziellen Vorteil zu haben, muss man gar nicht alle Schnitte toll finden oder nähen wollen. Es reicht hier schon dicke, wenn man 1/4 oder 1/5 dieser Schnitte nähen möchte. Ich habe das Ganze dann auch mal für die Ergänzungshefte gemacht. Das sind, wenn man die vierteljährlichen annimmt, immer genau 40 Schnitte und kostet 19 Euro. Wenn ich auch hier wieder davon ausgehe, dass mir 1/4 der Schnitte gefällt und ich 1/4 nähen möchte, dann sind das 10 Stück. Wenn ich wieder von 7 Euro für ein Schnittmuster ausgehe, dann sind das 70 Euro. 19 Euro kostet das Ergänzungsheft. Das wäre eine Ersparnis von 51 Euro, wenn man denn so rechnen möchte. Das sind jetzt natürlich alles Mittelwerte, die ich mir so aus meinem Erfahrungswert und aus meiner Online-Recherche genommen habe. Mir ging es nur darum, dass man sich die Kosten in Relation einfach mal vorstellen kann. Aber du kannst alle Schnitte online sehen und kannst ja mal gucken, wie viele gefallen dir, was würdest du potenziell nähen und wie teuer sind die Schnittmuster, die du normalerweise kaufst und das für dich in deine Relation setzen. Wenn du also sagst, mir gefallen aber gar keine 70 Schnitte, mir gefallen nur 10 und ich kaufe meine Schnittmuster normalerweise für Preis X, dann kannst du selber gucken, ob sich das System für dich noch rentiert oder ob du teurer kommst. Aber das Ganze hat natürlich auch ein Kontra. Ich kaufe eben alle Schnitte mit. Ich kaufe auch die Schnitte mit, die mir nicht gefallen. Ich kaufe auch die Schnitte mit, die mir vielleicht gefallen, aber die ich mir nicht zutraue zu nähen. Wobei ich da sagen würde, noch nicht zutraue, denn man wird ja immer besser, desto mehr man macht.
Aber ja, die kaufe ich erstmal mit. Es ist nicht so selektiv, als wenn ich online gehe und mir hier ein Hosenschnittmuster und dort ein T-Shirt-Schnittmuster raussuche. Dafür, wenn ich das System mal kenne, weiß ich, wie der Schnitt aufgebaut ist, was ich, wenn ich von verschiedenen Schnittmusterherstellern kaufe, ja auch nicht immer sagen kann, ob ich mit dem Schnitt zurechtkomme und ob die Passform für mich gut ist. Aber um fair zu sein, muss man natürlich sagen, dass auch die Anschaffungskosten für die ein oder andere auf jeden Fall ein Minuspunkt sind, denn 150 oder 160 Euro auf einmal ist natürlich schon viel Geld. Das muss man jetzt schon einfach ehrlich sagen. Das ist nicht günstig. Auch ich habe, bevor ich mir das angeschafft habe, tatsächlich länger überlegt und mein Mann hat dann gesagt, komm, kauf's dir, probier's doch aus. Ich habe bisher immer ohne Schnittmuster genäht, deswegen war für mich ziemlich unklar, ob ich damit zurechtkommen werde. Und da ist das natürlich schon eine Überlegung, will ich so viel Geld ausgeben? Da kann ich auch niemandem helfen, das muss jeder für sich entscheiden, ob er das kann und ob er das möchte. Der Vorteil, den du hast, ist natürlich, du hast inzwischen sehr, sehr viele Videos auf YouTube und kannst dich erstmal informieren rundum, wie funktioniert das, wie passen die Sachen, gefällt mir das, was da drin ist. Glaube ich, dass das etwas für mich ist? Also im Grunde einfach das Risiko zu minimieren. Eine Garantie gibt es natürlich nicht. Ich persönlich fände es schöner, wenn man sich zumindest die Ergänzungshefte zusammenstellen könnte, wenn man also die Schnitte, die erstellt werden, einzeln hätte und ich dann einfach einen Preis von 19 Euro habe, wo ich mir bis zu 40 Schnitte reinklicken kann und ich bekomme dann einfach diese 40 Schnitte zusammengeheftet zugeschickt und es sind genau die Schnitte, die ich mir rausgesucht hätte. Fände ich eine gute Lösung, ist aber im Moment nicht so, kann sich die Firma Lutherloh ja mal überlegen, ob das vielleicht eine gute Idee ist. Allerdings finde ich, man bekommt wirklich viel für sein Geld. Also die Menge ist natürlich irre. 280 Schnitte ist schon wirklich, wirklich viel. Der Geschmack, den man hat, der ändert sich ja auch mal. Das Nählevel ändert sich. Das heißt, was ich heute nicht kann, kann ich vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Ein weiterer Pluspunkt für das System ist aus meiner Sicht, dass man einen Schnitt an die Hand bekommt, mit dem man etwas umsetzen kann, was man ganz ohne Schnittmuster wahrscheinlich schwieriger umsetzen kann oder gar nicht umsetzen kann. Also zumindest dann nicht, wenn man so wie ich sich das alles selbst beigebracht hat, wenn man Hobbynäherin ist und keine gelernte Schneiderin, die weiß, wie eine Schnitterstellung funktioniert. Außerdem finde ich positiv, dass man sehr viel über den Aufbau von Kleidung lernt und dieses Wissen kann ich später in eigene Entwürfe wieder einfließen lassen. Auch hier gibt es ein Kontra. Es gibt keine Nähanleitung, also gar keine Nähanleitung. Ich habe vorhin ja schon gezeigt, dass die Buchstaben die Reihenfolge angeben, in der das Ganze zusammengenäht werden soll und welche Teile aneinander genäht werden sollen. Und es gibt diese Kurzanleitung über verschiedene Nähtechniken, aber es gibt eben keine detaillierte Anleitung. Aus meiner Sicht macht es das System damit für Anfänger wirklich unattraktiv. Wer also sich überlegt, das System zuzulegen, der sollte aus meiner Sicht schon mehr genäht haben als vielleicht nur einen Loopschal oder ein paar Hosen gekürzt oder einen Vorhang kürzer gemacht haben. Es ist auf jeden Fall ein größeres Maß an Wissen erforderlich oder zumindest der Wille, sich das anzueignen. Ich habe wie immer keine Ahnung, wenn ich irgendwas mache, aber ich habe halt kein Problem, mir einfach 20 YouTube-Videos anzugucken und es dreimal zu verschneiden, bis ich es dann einmal verstanden habe. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mein Fazit zu diesem Punkt ist, dass es das für mich ganz besonders spannend macht und attraktiv. Als jemand, der komplett ohne Schnittmuster näht, ist es für mich eine tolle Sache, um Sachen umsetzen zu können, die ich sonst nicht umsetzen könnte. Oder zumindest nicht in dieser Perfektion, sage ich jetzt mal. Wer allerdings mit regulären Schnittmustern richtig gut umgehen kann, für den ist das wahrscheinlich nicht so der relevante Punkt. Ich persönlich mag das, dass ich überlege, wie ist sich das gedacht worden, was muss ich denn da machen, wie geht das denn? Und auch Fehler zu machen, weil immer wenn ich einen Fehler mache, dann merke ich mir das ganz besonders und beim nächsten Mal mache ich das garantiert nicht mehr falsch. Okay, nicht garantiert, aber wahrscheinlich. Und wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das funktioniert, setze ich mich auch ganz gerne hin und recherchiere Nähtechniken, wie zum Beispiel bei diesem Jumpsuit-Video. Da musste ich einiges rausfinden und mir macht das Spaß. Wer da aber weder die Zeit noch die Lust noch die Motivation dazu hat, einzelne Nähtechniken sich rauszusuchen und selber zu lernen, wie das geht, ohne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, der wird wahrscheinlich eher einen hohen Frustrationsfaktor haben. Wer aber Lust hat, seinen Weg selber zu suchen, mal was
auszuprobieren und sich Nähtechniken rauszusuchen, der kann da wirklich Freude dran haben. Ein weiterer Kontrapunkt, zu dem ich gar kein Pro voranstellen kann, weil es keins gibt, ist aus meiner Sicht, dass es keine Information zu den Stoffen gibt. Ja, es gibt die Information, ob es dehnbarer oder nicht dehnbarer Stoff sein soll, also Web- oder Maschenware, aber that's it. Mehr gibt es eben auch nicht. Hier würde ich mir wünschen, dass es mehr Informationen geben würde. Wenn der Schnitt entworfen wird, dann hat sich dabei ja auch bestimmt jemand was gedacht. Und da finde ich unter den Schnitten so einen Tipp gut. So nach dem Motto, dieses Kleid fällt aus Viskose besonders schön oder Tipp, für diese Bluse eignet sich ein dünner Leinenstoff am besten. Irgend sowas in der Art, also um so die Idee zu haben, wie sich das gedacht wurde und welcher Stoff möglicherweise sehr gut passen könnte. Ob man das dann nimmt, diese Empfehlung ist ja jedem selber überlassen. Da würde ich mir ein Nachbessern von Lutherloh wünschen, dass es da einfach so einen kleinen Hinweis gibt, womit sich das gedacht wurde. Ein Kontraargument, das ich öfter gelesen habe, ist, dass die Schnitte ja nur gezeichnet sind, also diese Modellzeichnungen auf der Vorderseite, und dass man sich das dann nicht vorstellen kann. Und ebenso, dass einem die Schnitte einfach oder diese Schnittzeichnungen einfach nicht gefallen. Was soll ich sagen, das ist eine sehr individuelle Sache, ob man sich das vorstellen kann oder ob man sich das nicht vorstellen kann oder ob einem die Schnitte überhaupt gefallen. Da gibt es keinen Tipp, keinen Rat, sondern das passt für einen oder es passt halt nicht. Wenn es nicht passt, dann passt das Lutherloh-System eben auch nicht zu einem. Okay, das waren so die Pros und Kontras, die ich rausarbeiten konnte für mich. Es gibt bestimmt noch sehr viel mehr. Wenn dir noch welche einfallen oder auch Fragen, schreib es gerne in die Kommentare. Vielleicht findet sich da in der Community noch die ein oder andere Antwort oder Hilfestellung. Ich fasse das nochmal zusammen. Man bekommt beim Standardwerk mit 280 Schnitten wirklich viel für sein Geld. Außerdem kann man ständig neue Schnitte nachkaufen. Es kommt 4-mal im Jahr ein Ergänzungsheft raus und zusätzlich noch Zusatzergänzungshefte. Kontra würde ich hier noch sagen, dass es einfach nur wenig für XL, XXL gibt. Das sind 64 Schnitte, meine ich, im Standardwerk und ich glaube ein Ergänzungsheft inzwischen. Das wird mehr werden, aber das dauert natürlich seine Zeit. Das finde ich ein bisschen schade, dass es da bisher noch nicht mehr gibt. Lutherloh ist auf jeden Fall an einigen Stellen eine ziemliche Herausforderung, vor allem wenn man so ein Dilettant ist wie ich, der sich das alles selber beigebracht hat. Aber ich finde, damit kann man seine Lernkurve halt auch ganz krass steigern. Denn wenn ich mal rausgefunden habe, wie es funktioniert, mir das selber rausgesucht habe, bin ich unglaublich stolz, wenn das am Ende hinhaut und wenn ich ein ganz tolles Kleidungsstück habe. Und das werde ich auch nicht wieder vergessen. Ansonsten würde ich mich vielleicht ohne den Schnitt gar nicht so dran trauen, weil ich müsste erstmal die Technik mir raussuchen und mir den Schnitt irgendwie bauen. Und das sehe ich an mir, da traue ich mich dann oft nicht dran. Von daher gibt es mir die Motivation, mich mit den Techniken zu beschäftigen, weil ich den Schnitt schon habe. Wer sich aber schwer tut, jetzt sich diese Modezeichnungen als fertiges Stück vorzustellen, für den gibt es auch noch einen Tipp. Der kann natürlich die ganzen auf YouTube verfügbaren Videos von verschiedensten Kanälen dazu schauen und sich da schon mal einen großen Überblick über die verschiedensten Schnitte holen und wie die am Ende rauskommen. Oder er geht in der Facebook-Gruppe Lutherloh-System vorbei. Da sind aktuell über 19.500 Mitglieder drin und dort werden täglich Ergebnisse gepostet, sodass man sich ganz gut relativ große Bandbreite an den verschiedenen Schnitten anschauen kann und sich dann vielleicht auch eher vorstellen kann, wie andere Schnitte, die jetzt noch keiner genäht hat, rauskommen, wenn man schon relativ viel gesehen hat. Wer jetzt Fragen zum System hat, wie zum Beispiel, ich bin mir unsicher, ich bin an der oberen Grenze des normalen Standardwerks mit meinen Maßen, nehme ich lieber ein XL oder nehme ich lieber trotzdem das Standardwerk, der kann sich auch bei Lutherloh selber immer melden. Die haben eine Telefonnummer auf ihrer Seite, die haben eine E-Mail auf ihrer Seite und die antworten tatsächlich auch zeitnah. Also der Support ist gut, da kann man sich jederzeit hinwenden und sich da noch Beratung holen, wenn man die braucht.
Mein Fazit nach 6 Monaten Nähen mit Lutherloh ist auf jeden Fall, dass ich sehr viel gelernt habe. Für den Jumpsuit musste ich zum Beispiel lernen, wie man einen durchgehenden Beleg näht. Und der hat mich auch einiges an Nerven gekostet und ich habe das Teil auch 3-mal genäht, aber am Ende war ich stolz, dass ich es geschafft habe und ich habe etwas Neues gelernt. Aber auch zum Beispiel dieses Kleid mit Teilungsnähten vorne und hinten hätte ich selbst nicht so passgenau entwerfen können. Hier habe ich aber auch gemerkt, dass die Zeichnung einen irreführen kann. Da hatte ich das Hüftmaß angenommen, wo ich das Brustmaß brauchte. Da würde ich mir von Lutherloh wünschen, dass es vielleicht gerade so bei Grenzmaßen, wo man sich nicht sicher sein kann, vielleicht manchmal, ob es noch das Brust- oder schon das Hüftmaß ist, da würde ich mir eine kleine Anmerkung oder einen farbigen Punkt oder so wünschen an der Seite, dass man einfach weiß, womit diese einzelnen Maße übertragen werden müssen. Ansonsten hilft es da sehr, ein Probestück zu nähen, dann merkt man das recht schnell. Weiter würde ich mir eine Stoffempfehlung wünschen, einfach nur so als Tipp, vielleicht auch gar nicht den Stoff, sondern mit einem weichfließenden Stoff, mit einem Stoff mit Stand. Wäre auch schon ein Hinweis, der helfen würde, aber natürlich auch gerne, dieses Kleid wurde sich mit Viskose gedacht. Da wäre aus meiner Sicht Nachbesserungsbedarf da. Insgesamt ist Lutherloh für mich aber ein tolles System, das mich herausfordert und fordert in dem, was ich mache, aber mir auch Unterstützung und Hilfeleistung gibt, indem es mir eben einen Schnitt an die Hand gibt, den ich nicht selber basteln muss oder mir von irgendeinem Hersteller suchen muss und dann vielleicht nicht damit zurechtkomme. Aber nur weil es mich fordert und fördert, muss das für dich nicht genauso sein. Wenn du eher jemand bist, der gerne mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung arbeitet, am besten noch bebildert, dann wird das Lutherloh-System wahrscheinlich nicht das Richtige sein. Wenn du dir aber gerne neues Wissen aneignest, guckst, wie du zum Ziel kommst, auch gerne mal ausprobierst, ohne eine ganz klare Anleitung, einen ganz klaren Weg zu haben, dann kann es dir bestimmt Freude machen und dich weiterbringen. Ich werde auf jeden Fall noch relativ viel mit Lutherloh nähen, denn da gibt es noch einige Schnitte, die ich mir rausgesucht habe, die noch auf Umsetzung warten. Wenn du jetzt nach diesem Video für dich herausgefunden hast, dass du kein Fan von Lutherloh bist, dann empfehle ich dir, die Videos, die es dazu gibt, sowohl auf meinem als auch auf allen anderen Kanälen, trotzdem zu gucken, denn es ist immer eine Technik oder ein Kniff oder ein Tipp dabei, der einen weiterbringt, den man brauchen kann, auch für andere Schnittmuster, für andere Nähprojekte. Und das war es jetzt auch mit meinem Fazit. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Video und konntest einen guten Überblick über die Pros und Kontras des Systems bekommen. Ich hoffe, dieses Video war eine Entscheidungshilfe für dich, ganz egal ob für oder gegen das System. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ob du Lutherloh schon kanntest oder ob du dir vorstellen kannst, damit zu nähen. Außerdem würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Meine Community besteht aus ganz, ganz tollen, sich unterstützenden Frauen und es wäre schön, wenn du Teil davon wirst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!